Willkommen zu einem neuen Video von Strick mit Calypso. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute habe ich ein super dynamisches Video für dich vorbereitet mit ganz vielen tollen Bildern von Berlin-Schöneberg und auch ganz viele tolle Strickprojekte. Viel Spaß! Guten Morgen, meine Lieben. Ich nehme euch heute mit auf einen Spaziergang durch den Volkspark in Schöneberg in Berlin. Ich wollte dieses Video ein bisschen dynamischer gestalten und nicht so statisch zu Hause sitzen und dachte, ich nehme euch mal mit auf einen morgendlichen Spaziergang durch den Volkspark. Denn jetzt sind noch nicht so viele Leute unterwegs, ein paar Leute joggen, aber es ist nicht ganz so unangenehm, hier mit dem Selfie-Stick zu filmen. Und ja, ich konnte in letzter Zeit gar nicht so viel stricken. Denn, hier ist ein bisschen nass, weil der Park wird gerade gegossen. Und gestern hat es plötzlich so doll geregnet, so um 10 oder 11. Es sah aus, als ob die Welt untergehen würde. Aber das Gras ist schön grün. Und hinter mir ist auch der Hirschsprung, der gerade aus ist. Aber ich habe ein kleines Video gefilmt an einem anderen Tag, das ich euch später einfüge im Video, wo der Hirschsprung seine Funktion als Brunnen durchführt. Und genau, also ich konnte in der Zeit nicht super viel stricken, weil mein Arm ein bisschen schmerzt und deswegen muss ich da ein bisschen langsam machen, hier und da bei verschiedenen Aktivitäten. Aber trotzdem habe ich ein bisschen was fertig gestrickt. Unter anderem dieses schöne T-Shirt, was ich euch schon mal gezeigt hatte. Das ist fertig. Das habe ich in der Derirum Natura gestrickt in der Ulis von Derirum Natura. Genau, und es gefällt mir super gut. Ich finde es super süß geworden. Es ist im Tase gestrickt. Deswegen habe ich hier diesen schrägen, diesen schrägen Strich. Und es ist auch reversibel. Deswegen stelle ich mal die Kamera irgendwo ab. Vielleicht laufe ich einfach wieder zurück. Ja, zeige euch das auch von der anderen Seite. Hier ist der super süße Park und der Brunnen. Heute ist schönes Wetter und das Gras ist nass. Genau, deswegen ich zeige euch mal meinen Top von beiden Seiten. Ja, wir laufen jetzt auf die andere Seite von dieser Brücke, denn der Schöneberg Park geht auf dieser Seite hier weiter. Und deswegen laufe ich jetzt hier die Treppe runter, denn auf der anderen Seite war die Geräuschkulisse ein bisschen zu laut. Und wenn man draußen filmt, dann muss man sich so ein bisschen anpassen, wo man filmt, damit ja, das Video angenehm zu hören ist. Und ja, ich glaube, ich nehme euch mal hier mit. Hier ist nämlich fährt die U-Bahn in diesem Tunnel und vielleicht kann ich hier die Kamera schön hinstellen und man sieht hier den kleinen Teich. Denn der Park ist super lang, geht dann hier ganz lange weiter. Ja, vielleicht ist das Licht hier auch ganz okay. So, wie sitzt die Kamera? Sitzt sie gut? Steht sie gut? So, hier sieht es ganz schön aus. Vielleicht ein bisschen dunkel, aber ein bisschen ruhiger. Und ich habe euch schon was verraten. Ja, wie ihr seht, habe ich meinen Top schon umgedreht, weil ich diesen Abschnitt schon versucht habe zu filmen und das jetzt nochmal mache. Dann habe ich euch erzählt, dass ich dieses Top in Intasa gestrickt habe. Das seht ihr auf der anderen Seite. Genau, das habe ich von unten nach oben rein gestrickt, also hin und zurück. Beim Stricken hatte ich das Gefühl, ich hätte noch ein bisschen mehr Bewegungsspielraum hier reinbringen können, so 2-3 cm mehr haben. Deshalb habe ich mich dann, als ich fertig war, entschlossen, hier vorne noch diese Rippen hier rein zu stricken und das dann so vorne hier mit der 3-Nadel-Technik abzuketten. Das heißt, auf der einen Seite habe ich die Maschen aufgenommen und auf der anderen Seite mit der 3-Nadel-Technik dann zugemacht. So finde ich, passt es perfekt und ich finde, das ist noch ein richtig cooles Designelement, was auch gut zu diesem Halsausschnitt passt. Als ich fertig war mit Stricken, dachte ich, Mensch, ich hätte diesen Ärmel in Aubergine stricken können.
dieses Top ist ja asymmetrisch und dann wäre es auch nett gewesen, diesen Ärmel in der anderen Farbe zu machen. Aber als ich dann fertig war, dachte ich, nee, es war doch gut so, denn hier passiert schon sehr viel und ich finde, das ist schon ein sehr schöner Hingucker. Und wenn ich dann diesen Ärmel noch in der anderen Farbe gemacht hätte, dann wäre das zu unruhig gewesen für meinen Geschmack. Also was meint ihr? Findet ihr, dieser Ärmel wäre in Aubergine besser oder findet ihr den so gut? Ich finde ihn so gut. Ja, deswegen, ich bin zufrieden. Ich trage das Top super gerne und ich ziehe es mal kurz wieder um. Denn es ist eben, wie gesagt, reversibel und ich kann es einfach ganz schnell umdrehen und so mein Outfit variieren. Und ja, vorne habe ich den Halsausschnitt so gemacht und man sieht eben dieses Intarsia-Element, diese Schräge hier. Und der Halsausschnitt, den habe ich hier vorne so offen gelassen. Das fand ich ganz schön. Das war jetzt nicht nötig, das hier noch zuzunähen, sondern das so zu lassen, fand ich perfekt. Und ja, ich bin super zufrieden mit dem Top, dass ich jetzt auch im Sommer viel getragen habe. Es ist super atmungsaktiv, also mir ist gar nicht zu warm da drin. Auch bei 25, 30 Grad ich trage auch immer ein Unterhemd. Und genau, kratzig finde ich die auch nicht. Manche Leute sind da so empfindlich, weil das ja ein kardiertes Garn ist und deswegen ist es ein bisschen flauschiger. Aber ich finde es gar nicht kratzig, sondern super, super weich. Ja, ich nehme euch noch mit ein paar Schritte durch den Park und durch die Sonne und erwähne bei der Gelegenheit, dass ich für dieses T-Shirt auch ein Tutorial gemacht habe. Und zwar habe ich nämlich bei diesem T-Shirt die Ärmel eingesetzt. Das heißt, ich habe Set-In-Sleeves gestrickt. Das bedeutet, ich habe von unten nach oben eben gestrickt, habe Abnahmen gemacht für die Armausschnitte. Und dann habe ich, als ich die Schultern zugestrickt hatte mit der 3-Nadel-Technik, habe ich im Anschluss Maschen um den Armausschnitt aufgenommen. Ja, ich habe beschlossen, ich bleibe hier stehen. Hier sieht man den Turm vom Schöneberger Rathaus und die U4 ist das, glaube ich. Ich bin noch nie mit dieser U gefahren, weil die nur so 5 Stationen abdeckt und hübsch ist, aber ja, mir nicht so viel bringt. Und ja, aber man sieht den Schöneberger Turm Rathaus und das Licht ist okay, glaube ich. Genau, ich war stehen geblieben, dass ich hier an den Armausschnitten dann Maschen drumherum aufgenommen hatte und dann sogenannte Set-In-Sleeves, also eingesetzte Ärmel, gestrickt habe. Das bedeutet, dass ich dann mit verkürzten Reihen diese Armkugel hergestellt habe und dann die Ärmel in der Runde stricken konnte. Dieses Tutorial haben einige von euch angeklickt. Das ist wirklich eine Schritt für Schritt sehr ausführliche Anleitung. Kann ich euch empfehlen, mal, wenn euch das interessiert, zu machen. Vor allem, wenn ihr gerne eure Strickteile improvisiert oder wenn ihr keine Lust habt, Ärmel einzunähen, könnt ihr das auch eine Anleitung modifizieren, also ein Design anpassen, das ihr gekauft habt und dann die Ärmel eben anpassen, damit ihr weniger nähen müsst, sondern die Ärmel dann einfach anstricken könnt und dann auch an eure Größe und an eure Schulter anpassen könnt. Das ist also eine super Technik, wirklich einfach. Schaut euch gerne das Tutorial dazu an. Schließlich würde ich euch gerne auf ein zweites Tutorial hinweisen, das ich in letzter Zeit gemacht habe, nämlich ein Tutorial über Ravelry. Ich habe ein ausführliches Tutorial gemacht, wie man Ravelry verwendet, was für Tipps und Tricks ihr da anwenden könnt und wie ihr Ravelry insgesamt benutzen könnt, um euer Stricken ein bisschen auszuweiten und euch Inspiration zu suchen. Also geht euch gerne dieses Tutorial anschauen. Ich gehe jetzt an meinen Schreibtisch, denn es ist bald 9 und ich muss anfangen zu arbeiten. Und das Video geht weiter, denn ich möchte euch mein fertiges Lakes Tee von Osetta zeigen, das ich gerade trage. Es gefällt mir super, super gut. Ich habe es in den letzten Tagen wirklich super viel getragen. Ich habe das mit einem Garn von Casasol gestrickt. Das ist 100% Baumwolle. Es fühlt sich super weich an und atmungsaktiv. Ich habe ausnahmsweise mal genau eine Anleitung befolgt und keine großen Veränderungen gemacht, mit einer kleinen Ausnahme. Denn ich habe hier an der Seite Abnahmen gemacht, denn ich wollte nicht, dass es so ganz quadratisch wie ein Sack fällt, sondern ein bisschen meiner Figur angepasst ist. Deswegen habe ich hier an den Seiten ein paar Abnahmen gemacht, dass es hier ein bisschen so zusammengeht. Und ja, es ist ein super schönes, bequemes T-Shirt, kann man leicht kombinieren und hat eine super schöne Sattelschulter. Das war nämlich das, was mich interessiert hatte an diesem Design und ich hatte ganz viel Spaß dabei, das zu stricken.
und hatte das auch schon ganz schön viel an. Ich habe noch einen Knoll übrig von dieser Casasol und naja, keine Ahnung, was ich damit machen werde, aber irgendwas wird mir da schon einfallen. Und ja, vielleicht ein kleines Accessoire zu diesem T-Shirt. Da könnte mir ja vielleicht etwas für den Hals, so ein kleiner Schal oder sowas. Ja, das wäre vielleicht eine Idee. Naja, auf jeden Fall ist das hier fertig und ich habe für diesen Sommer schon, ja, bin ich sehr gut ausgestattet mit T-Shirts und Tops. Deswegen machen wir weiter mit den nächsten Projekten. Ich bin gerade am Tomatengießen und schaut einfach mal diese wunderschönen Tomaten. Die sind so leicht getigert. Hier kommen ganz, ganz viele. Das ist eine Sorte, die ich hier auf meinem Balkon habe. Und da ist eine andere Sorte, die auch ganz interessante Formen hat. Und da hinten werden einige schon richtig rot. Die kann ich, glaube ich, gleich pflücken. Die wollte ich euch gerne zeigen. Schaut mal, diese schönen, dicken Tomaten. Dann habe ich noch diese Cherry-Tomaten. Die muss ich auch gleich pflücken. Seit gestern werden ganz viele Tomaten rot, obwohl es heute regnet. Das ist schon wieder eine andere Sorte. Schaut mal, wie viele kleine, süßen roten Tomaten ich hier habe. Die verstecken sich hier ein bisschen. Oh, da ist ein großer Strauß Tomaten. Und ganz besonders ist diese Tomate hier. Von dieser Pflanze habe ich 3. Hier ist noch eine und hier ist noch eine. Die stehen in größeren Töpfen. Und die ist ganz interessant. Das ist nämlich eine grüne Tomate oder Tomatillo auch genannt. Die Samen habe ich aus Mexiko mitgebracht und die gehören zur Familie der Physalis. Deswegen wachsen die so in einem kleinen, in einer Haube, wie eben die Physalis-Frucht. Damit macht man in der Regel Soßen in Mexiko, scharfe Soßen. Und hier habe ich einige von diesen kleinen Ballons und da bin ich sehr, sehr gespannt auf die Tomaten, die da rauskommen werden. Schaut mal diese interessante Tomate. Das ist wie 2 in einer Tomate. Die ist ja total lustig geworden, diese italienische Fleischtomate. Was mache ich wohl damit? Salat oder lieber in eine Tomatensauce oder in den Kartoffelauflauf mit rein oder so? Lecker, 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 lecker. Schaut euch das mal an. Ganz schön lustig und die 2 anderen sehen auch so genauso lecker aus. Schaut euch mal diese üppige Tomatenernte an. Ich kann sie kaum in einer Hand halten. Die fallen mir gleich runter. Die sehen so schick und lecker aus. Die esse ich jetzt in den nächsten 2 Tagen zum Frühstück, Mittag, Abendessen. Ja, das sind meine tollen Tomatenpflanzen hier auf meinem Berliner Balkon. Und sieht gerade ganz schön wild aus. Das wollte ich euch mal zeigen an diesem regnerischen Tag. Und jetzt gehen wir auch wieder zurück zum Thema Stricken. Heute probiere ich ein neues Outfit aus. Ich habe dieses Vintage Adidas Kleid auf einem Flohmarkt hier in Berlin gekauft. Und damit es nicht zu verräterisch ist, habe ich noch diesen kleinen Art Pulli darüber gezogen mit dem V-Ausschnitt. Das habe ich vor 5 Jahren oder so gestrickt, schon vor einer Weile. Das ziehe ich manchmal so drüber. Und das ist mit Schoppelwolle gestrickt. Das war eine Anleitung aus irgendeiner alten Zeitschrift, keine Ahnung. Werde ich jetzt nicht wiederfinden. Aber ja, ich finde es ganz süß. Eigentlich passt der V-Ausschnitt perfekt, dass hier das Adidas-Logo rausguckt. Und ja, ich fühle mich nicht ganz so, als ob ich meine Figur alles zeigen würde. Aber trotzdem gefällt mir das und ich kann dieses Kleid tragen. Und ich hatte das noch nie so kombiniert. Also, heute gehe ich nachher mal so spazieren. Im zweiten Teil dieses Videos zeige ich euch noch weitere fertige Projekte und woran ich gerade arbeite und dann noch eine Idee so anschließend an mein letztes Video, in dem ich euch so meine ganzen Projekte und Wollpakete gezeigt hatte, habe ich jetzt noch ein neues Wollpaket zusammengestellt. Das ist jetzt in den letzten paar Wochen entstanden und ja, das zeige ich euch jetzt noch. Also, ich habe noch 2 Sachen fertig gestrickt
Und zwar einerseits habe ich diesen hübschen Loop fertig gestrickt. Den habe ich für eine Freundin gestrickt, die schon vor über einem Monat Geburtstag hatte. Aber da der für den Winter, Herbst-Winter ist es jetzt nicht so schlimm, wenn sie den erst bekommt, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Den habe ich gestrickt aus Resten von dem Carmen Garn von der Gusto Wool. Da hatte ich einen Raglan-Pullover gestrickt, von dem ich euch ein Foto hier einfügen kann. Und mit Mohair Garn von Rowan. Ja, und so finde ich den super süß. Ein hübsches Accessoire. Kann man immer mal so dazu kombinieren. Und wenn man das auch ganz eng und flauschig am Hals haben möchte, kann man das noch einmal so falten und um den Hals legen. Und ich habe extra das verdreht. Das heißt, als ich das mit der 3-Nadel-Technik zusammengestrickt habe, hier habe ich beide Seiten verdreht, sodass das nicht flach liegt, sondern eben so eingedreht ist. Die 3-Nadel-Technik, wie ich das gemacht habe, zeige ich euch aber nicht, denn gegen Ende bin ich ein bisschen ungeduldig geworden und ja, ich hatte dann auch keinen Faden mehr, deswegen habe ich da so einen roten Faden, so einen Rest genommen. Also diesen kleinen Loop habe ich jetzt nicht perfekt gemacht und perfekt fertiggestellt. Ist jetzt nicht super sauber, aber was soll's. Also alles, was ich stricke, versuche ich immer mit höchster Präzision und so schön und so perfekt wie möglich zu machen. Wenn da mal zwischendurch eins dabei ist, wo ich so einfach keine Lust mehr habe, ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn es am Ende nicht alles perfekt fertiggestellt ist und die Technik nicht immer super sauber ist. Das finde ich nicht schlimm. Ab und zu kann man auch mal sagen, ich habe das selber gemacht, es ist super viel wert, es ist sehr, sehr schön. Ich glaube nicht, dass es sowieso jemandem auffällt, deswegen, total egal. Ich habe da manchmal zu hohe Maßstäbe an mich selbst und ich bin mir sicher, andere unter euch geht es auch so. Bei Socken, das ist die Ausnahme, da bin ich nicht perfektionistisch. Ich zeige euch ein paar Socken, das ich fertig gestrickt habe mit einem anderen Restgarn. Und ja, ich habe hier verschiedene Farben kombiniert. Die habe ich jetzt endlich fertig gemacht. Die lagen schon seit Monaten, musste ich nur noch die Spitze fertig stricken. Und sie sind jetzt endlich fertig, auch wenn ich sie jetzt nicht tragen brauche. Der Schaft ist auf jeden Fall gleich, das heißt, wenn ich Schuhe anziehe oder Stiefeletten und der Schaft oben rausguckt, dann passen die auf jeden Fall zusammen. Und ja, die Füße sind einfach unterschiedlich, weil ich Lust hatte, das so zu machen. Und wie gesagt, bei Socken ist so die Ausnahme, da bin ich überhaupt nicht perfektionistisch. Ich kann diese Art von Socken mit dem klassischen Fersenkäppchen und dieser Bandspitze kann ich auswendig so stricken. Und dann stricke ich meine Socken auch immer so. Ich finde, die sitzen gut. Und ja, ich bin jetzt nicht die größte Sockenstrickerin. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich Socken stricke als Geschenk manchmal. Auch wenn Socken schon sehr aufwendig ist. Also es ist nicht so da ist dieser Loop wirklich, das ist wirklich ein Quick Knit. Also das hat man schnell gestrickt. Das ist wirklich ein kleines, schnelles Geschenk. Und ich verschenke auch nicht so viel, was ich gestrickt habe. Früher habe ich das vielleicht mehr gemacht, aber seit ein paar Jahren wenig. Worauf wollte ich hinaus? Genau, Socken sind schon zeitaufwendig. Also es ist gar nicht so ein kleines Geschenk. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie lange ihr braucht, um eine Socke zu stricken. Ich glaube schon, dass ich für eine Socke mindestens 5 Stunden brauche. Vielleicht auch 8 Stunden maximal, je nachdem, wo ich stricke und so weiter. Und wie viele Fäden ich dann vernähen muss, wie bunt ich die mache, ob ich da ein besonderes Muster noch reinstricke oder so. Aber 5, 6 Stunden brauche ich auf jeden Fall für eine Socke. Deswegen ist es auf jeden Fall kein schnelles Geschenk, sondern schon ein sehr bedeutsames Geschenk, finde ich, wenn man jemandem Socken strickt. Denn da steckt sehr viel Zeit und Arbeit drin. Bei Socken bin ich eben auch nicht perfektionistisch. Hauptsache sie passen und das tun sie auf jeden Fall. Das ist also das letzte fertige Projekt, das ich euch für heute zeigen wollte. Und dann gehe ich auch über zu meinem aktuellen Projekt. Aktuell bin ich monogam. Das ist auch eher so meine Art. Normalerweise bin ich eher eine monogame Strickerin. Manchmal habe ich noch ein zweites Projekt, was kleineres daneben. Aber durch diese Podcasts und Videos habe ich in letzter Zeit auch öfters mal 2 Sachen gleichzeitig gestrickt. Aber gerade stricke ich nur eine Sache und die zeige ich euch jetzt.
Ich habe auf dem letzten Festival in Barcelona, das Barcelona Knits Festival, mir dieses wunderschöne Garn gekauft von Felici Punto. Da habe ich 2 Stränge gekauft. Ein Strang ist eben aufgewickelt im Knäuel, das liegt gerade auf dem Sofa. Und diese Farben sind sehr, 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 sehr schön und es ist super weich. Es ist wirklich ein Luxusgarn. Es ist 75% Seide und 25% Leinen, also traumhaft schön. Und sehr schöne Farben. Und dazu zum Kombinieren, online war das ein bisschen schwierig, die Farben so gut zu erkennen. Deswegen habe ich einmal das gekauft. Da ist schon einiges, habe ich schon einiges weggestrickt. Und einmal diese Farbe. Interessant, gut zu wissen. Gut, dass ich das jetzt so nebeneinander halte, weil davon habe ich noch nichts verstrickt. Und da zeige ich euch gleich, wie viel ich gestrickt habe. Ist schon einiges weg. Also es läuft schon sehr weit, aber ja, geht auch irgendwann zu Ende. Und da ich nicht wusste, welche Farbe besser passt, zu diesem melierten Garn habe ich eben beide Farben gekauft. Und ja, ich habe erstmal mit der angefangen, die hat mir besser gefallen. Aber ja, die ist natürlich auch sehr, sehr, sehr schön. Ich habe ganz brav eine Maschenprobe gemacht und in dem Buch, in der Mustersammlung von Barbara G. Walker nach Lace-Mustern gesucht, also Lochmustern, und habe das hier ausgewählt. Das seht ihr aber gleich noch genauer. Und ja, diese schicke Maschenprobe habe ich gemacht. Die war ganz hilfreich und soweit bin ich aktuell. Das ist der Rücken. So sieht es aus. Und ich finde es super, super schön. Es ist ein bisschen weiter, das heißt, es könnte sein, dass es ein bisschen oversized wird. Das war auch die Idee, denn ich möchte das nicht so eng anliegend. Bei dem Mohair finde ich es jetzt hier schöner, wenn man ein bisschen Bewegungsspielraum hat und es eher so locker und schön fällt und nicht so eng anliegend ist. Ja, ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Das ist eben der untere Rücken. Unten habe ich ein paar Rippen gemacht und dann dieses Muster ganz lange gestrickt, so circa 10 cm. Dann ein Streifen in dem melierten und jetzt stricke ich nochmal circa 10 cm im Lochmuster. Ich habe mir schon ein paar Skizzen gemacht, wie ich das konstruieren möchte, weil das improvisiere ich. Ähnlich wie das Intasa-T-Shirt, was ich am Anfang des Videos euch beim Spaziergang gezeigt habe, wird das auch improvisiert und bei der Konstruktion bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, wie ich es machen möchte. Ja, ich bin da noch nicht so ganz entschlossen, weil es muss ja auch sitzen und gut passen. Deswegen bin ich da noch ein bisschen unentschlossen und meine Idee ist eben, dass ich hier dieses Lochmuster habe. Und das Lochmuster sieht auch nicht gut aus, wenn man das so rumstrickt. Das sieht wirklich nur in der Horizontalen gut aus. Und ich fände es schön, wenn ich das hier oben hätte. Auch. Deswegen, wie konstruiere ich hier die Schultern und die Arme? Das ist ja immer die Krux beim Stricken, wie man das am besten für sich hinbekommt. Und ja, aber da es schon ziemlich weit ist, glaube ich, wird es sowieso eine fallende Schulter sein. Aber ich mag das immer nicht, wenn man hier so viel Stoff in der Achsel hat. Also mal sehen, ich bin da noch nicht so ganz überzeugt. Aber das Muster ist auf jeden Fall super schön. Und ich habe ein kleines Tutorial aufgenommen. Das möchte ich jetzt hier einfügen, wie ich das Lace-Muster stricke. Ich zeige euch natürlich nicht alle Reihen, sonst würde das zu lange dauern. Ich dachte, ich zeige euch das mal mehr aus der Nähe mit ein bisschen Zoom, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie dieses Lace-Muster funktioniert und gestrickt wird. Ich improvisiere gerade ein neues Oberteil und so sieht das wunderschöne Muster aus. Es heißt Shower Stitch. Das habe ich aus einem Buch von Barbara G. Walker, aus einer ihrer Stitch Dictionaries, also Mustersammlungen. Und das heißt Shower Stitch. Ich sehe hier so kleine Rauten und in der Mitte von jeder Raute ist wie ein Wassertropfen. Vielleicht heißt es deswegen Shower Stitch. Es ist nicht so kompliziert zu stricken, wenn man es einmal ein bisschen geübt hat, dann geht es. Aber auswendig lernen ist ein bisschen schwierig, weil es über 8 Reihen geht und das Muster in Hin- und in Rückreihen gearbeitet wird. Das heißt, ich zeige euch das jetzt. Oft ist es ja so, dass man bei Lochmustern in der Hinreihe das Muster strickt und in der Rückreihe nur links strickt und dann entspannen kann. Hier ist es aber nicht so. Und ich zeige euch, wie man eine dieser Rückreihen strickt. Das ist also die Rückseite.
Und ja, das ist mein Notizbuch. Ich wollte euch aber nicht alle meine Notizen verraten. Deswegen habe ich hier noch das schöne Fashion Changers Buch hingelegt. Das empfehle ich euch, wenn ihr euch für faire und nachhaltige Mode interessiert. Dann kann ich euch das empfehlen. Man kann da was lernen. Es liest sich einfach und schnell und macht Spaß. Und es ist ein sehr, sehr schönes Buch. So, es ist gar nicht so einfach, in meinem Rahmen hier zu bleiben. Deswegen versuche ich mich hier jetzt nicht mehr zu bewegen. Also, das ist jetzt die Reihe 2, also die Rückreihe. Und ich habe immer eine Randmasche und noch 2 weitere Randmaschen. So, dann stricke ich 3 Maschen links. Und jetzt stricke ich 2 Maschen links zusammen, aber von hinten. Das heißt, ich steche von hinten in beide Maschen ein und stricke sie so zusammen. Dann ein Umschlag. Dann stricke ich eine Masche rechts und eine Masche links in den doppelten Umschlag, den ich in der ersten Reihe gemacht habe. Die erste Reihe habe ich euch aber nicht verraten. Hehe. Und dann noch ein Umschlag und dann stricke ich 2 Maschen links ganz normal zusammen. Und dann stricke ich erneut 3 Maschen links. So, das war der Rapport. Der geht über 12 Maschen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt fange ich wieder von vorne rein. Ich stricke 3 Maschen links, stricke 2 Maschen von hinten links zusammen. Ein Umschlag, stricke in den doppelten Umschlag eine Masche rechts, eine Masche links. Den doppelten Umschlag habe ich in der Reihe 1 gearbeitet. Mache noch einen Umschlag und stricke 2 Maschen links zusammen. Jetzt habe ich mir das so gemerkt, dass ich eben 3 Maschen am Ende von dem Rapport links stricke und 3 Maschen am Anfang links stricke von dem Rapport, also 6 Maschen habe ich jetzt gestrickt und vor dem nächsten Umschlag habe ich hier diese 2 Maschen, die ich links zusammenstricke von hinten. So. Dann mache ich einen Umschlag. Jetzt ist hier wieder der doppelte Umschlag von der Reihe 1. Ich stricke eine Masche rechts, eine Masche links, noch ein Umschlag, 2 Maschen links zusammen und jetzt stricke ich 6 Maschen links. Ich zeige euch das noch einmal. Also gleichzeitig reden und zählen ist ein bisschen schwierig. 2 Maschen links von hinten zusammenstricken, ein Umschlag, eine Masche rechts, eine Masche links, ein Umschlag, 2 Maschen links zusammen und 3 Maschen links. So, das ist der Rapport, das ist die linke Seite. Also, wir sind bei Reihe 3 angekommen, das ist die Hinreihe. Ich habe erst 3 Randmaschen gehabt, dann habe ich 2 Maschen rechts gestrickt, dann 2 Maschen rechts zusammen, einen Umschlag gemacht. Jetzt stricke ich 4 Maschen rechts. So, dann einen Umschlag und dann stricke ich 2 Maschen rechts verschränkt zusammen und jetzt stricke ich erneut 4 Maschen rechts. Dann 2 Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, 4 Maschen rechts. Ein Umschlag, 2 Maschen verschränkt zusammenstricken, 4 Maschen rechts. 2 Maschen rechts zusammen, ein Umschlag, 4 Maschen rechts und so weiter. Das ist der Rapport von der Reihe 3. Und die Hinreihen sind, wie gesagt, ein bisschen einfacher zu stricken. Und bevor ich jetzt Fehler mache, weil ich gleichzeitig zähle und quatsche, höre ich jetzt auf. Und das ist also Reihe 3 von diesem wunderschönen Muster. So als kurze Erklärung. Und gleich zeige ich euch noch die nächste Rückreihe, die ein bisschen interessanter ist und wo der Trick von diesem Muster
entsteht. So, ich bin bei Reihe 4 angekommen. Das ist also die Rückreihe und die finde ich ganz spannend, deswegen stricken wir sie auch zusammen. Und ich hoffe, ihr könnt die Geräusche von meinem Nachbarn nicht hören. Und zwar fangen wir jetzt an mit 3 Maschen links. Und dann stricken wir 3 Maschen links zusammen, aber von hinten. Und das funktioniert folgendermaßen. Wir stricken 2 Maschen links zusammen. Und diese neue Masche, die jetzt auf der rechten Nadel ist, die bringen wir zurück auf die linke Nadel. Und die folgende Masche ziehen wir dann über diese Masche drüber. Und dann bringen wir die Masche hier wieder zurück auf die rechte Nadel. So, ich zeige euch das gleich nochmal. Wir machen einen Umschlag, wir stricken eine Masche links. Wir machen noch einen Umschlag, dann stricken wir 4 Maschen links. 4. Dann machen wir noch einen Umschlag, stricken eine Masche links, noch einen Umschlag und jetzt stricken wir 3 Maschen links ganz normal zusammen. Das heißt, wir fassen diese 3 Maschen hier links auf und stricken sie links zusammen. Und das nächste ist eben diese 3 Maschen von hinten links zusammenstricken. Und dafür stricken wir 2 Maschen links zusammen, bringen diese abgestrickte Masche wieder zurück auf die linke Nadel und ziehen die folgende Masche über diese Masche drüber und bringen die Masche wieder auf die rechte Nadel. Dann stricke ich einen Umschlag, eine links, einen Umschlag, 1, 2, 3, 4 Maschen links, ein Umschlag, eine Masche links, ein Umschlag. Und hier stricke ich wieder 3 Maschen links zusammen, ganz normal. So, und das nächste ist wieder diese 3 Maschen links von hinten. Da stricke ich erst 2 Maschen links zusammen, bringe die Masche wieder zurück auf die linke Nadel und ziehe die folgende Masche drüber. Und bringe die Masche wieder auf die rechte Nadel. Jetzt habe ich wieder einen Umschlag, eine links, ein Umschlag, 4 Maschen links, 1, 2, 3, 4, einen Umschlag, eine Masche links, ein Umschlag, stricke 3 Maschen links zusammen und hier ist der Rapport auch fertig. Das heißt, ich mache hier kurz Pause. Und ja, so sieht dieses wunderschöne Muster aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen hier das Video zu folgen. Und wir machen weiter. Da bin ich wieder. Ich hoffe, das Tutorial war aufschlussreich für euch. Und schließlich zeige ich euch noch mein letztes neues Wollpaket, das ich zusammengestellt habe. Denn von dem Intarsia-Top oder T-Shirt habe ich einiges übrig. Und bestimmt 100 Gramm, ein bisschen mehr als 100 Gramm von dieser Farbe und ungefähr genauso viel von dieser Farbe. Und ich dachte, das ist immer so die Qual, ne? Was macht man, wenn man was übrig hat? Was macht man mit seinen Resten? Zurückgeben kann man das nicht. Möchte man auch vielleicht nicht unbedingt, weil ich habe in einem Wollgeschäft, in mehreren Wollgeschäften gearbeitet und das ist immer schwierig, wenn man was zurückgibt. Also es ist keine frische Ware, aber trotzdem mit der Partienummer, für das Geschäft ist es genauso schwer, nur 3 Knäuel zu verkaufen, wie für mich als Strickerin mir was auszudenken, was ich nur mit 3 Knäuel stricke. Deswegen fand ich das auch immer ein bisschen schwierig, wenn Kunden ankamen oder Kundinnen ankamen und nur eben einen Knäuel zurückgeben wollten. Umtauschen finde ich dann schon eher okay, aber nur ein Knäuel, ich meine, im Wollgeschäft hat man dann auch diesen einen Knäuel darum liegen. Aber okay, das ist ein anderes Thema.
Und da habe ich eben hiervon noch einiges übrig und ich hatte mit diesem wunderschönen Garn, das ist, wenn ich mich richtig erinnere, Gotland, genau, Gotland-Garn. Davon habe ich einen Pullover gestrickt und für den Pullover habe ich ein bisschen mehr als 300 Gramm gebraucht, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich habe jetzt von diesem Garn etwas weniger als 300 Gramm übrig. Das heißt, das reicht nicht so ganz für einen Pullover und eine Weste wollte ich damit auch nicht unbedingt machen. Dann hatte ich eben die Garne nebeneinander liegen. Ich habe das aus der Vitrine geholt und dachte, könnte das zusammenpassen? Und ich finde, das passt gut zusammen. Das ist zwar etwas haariger und sieht etwas rustikaler aus, aber das hier ist ja auch eher rustikal, weil das kardiertes Garn ist. Und ich finde den Kontrast auch der Textur interessant und die Farben passen gut zusammen. Deswegen, ich würde mal eine Maschenprobe ausprobieren und schauen, wie das aussieht. Aber ich finde, das ist eine interessante Kombi und da könnte ich auf jeden Fall ein großes Kleidungsstück damit stricken. Und ich folge auf Instagram der Clary Berry, heißt die, glaube ich. Und ich finde, sie macht sehr interessante Zöpfe, wo sie verschiedene Farben aufeinander legt. Und das finde ich super spannend. Ich glaube, da könnte ich sowas Ähnliches machen oder mich davon inspirieren lassen. Ich füge euch mal ein Foto ein von ihren Kreationen. Das finde ich super spannend. Ich würde erstmal eine Maschenprobe machen und schauen, wie das funktioniert. Ich weiß nämlich gar nicht, wie sie ihre Technik macht. Ich weiß, manchmal strickt sie sozusagen die Leinwand und stickt dann die Zöpfe oder das Muster oben drauf. Oder sie macht die Zöpfe wirklich mehrfarbig. Da gibt es eben verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Das müsste ich dann eben mal ausprobieren. Und ich habe das schon mal gemacht, aber das ist schon lange her, dass ich so ganz viele verrückte Maschenproben gemacht habe mit allen möglichen Techniken, die ich miteinander kombiniert hatte. Das verbraucht aber schon viel Garn, ähnlich wie bei Colorwork oder auch Jacquard genannt, dass man eben hinten immer die Fäden mitlaufen lässt. Das verbraucht natürlich viel Garn. Ich habe jetzt schon ziemlich viel Garn, also mal sehen, ich mache mal eine Maschenprobe demnächst irgendwann und schaue, wie das aussieht, ob das gut zusammenpasst und ob das eine gute Idee ist. Ja, das ist mir noch eingefallen, dass ich mit euch teilen wollte. Und wenn ihr Fotos sehen wollt von den fertigen Projekten, die ich euch heute gezeigt habe, also dem Intarsia-T-Shirt und dem Legs-Tee von Osetta, dann schaut gerne mal auf meinem Instagram vorbei. Da habe ich einige Fotos gepostet. Ansonsten freue ich mich, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt schöne Ecken von Schöneberg gesehen und mal etwas andere Hintergründe gehabt. Das finde ich immer schön, ein bisschen zu variieren. Genauso wie ich beim Stricken viel variiere, mag ich es gerne, wenn man auch in seinem Alltag oder einfach allgemein ein bisschen variiert und nicht immer dasselbe macht. Sonst wird es ja auch langweilig. Und ja, also danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, dann hinterlasst mir doch den Hashtag Schöneberg stricken in den Kommentaren, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Und ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!